Nachdem wir uns mit den Kameraden der schweren Panzerabteilung abgestimmt hatten, war für den nächsten Tag am frühen Abend ein Entlastungsangriff auf die amerikanischen Linien geplant. Wir sollten schnell vorstoßen, den Feind werfen und eine Anhöhe freikämpfen. Dann aber nicht weiter vorrücken, damit sollten die Amerikaner dann ihre Reserven mit in unseren Angriffsraum einsetzen und somit andere Bereiche der Frontlinie schwächen. Das war der Plan. Die Frage war, wie viel Kräfte der Feind schon in der Normandie hatte. Genaue Truppenstärke waren nicht hinlänglich bekannt, die paar Gefangenenaussagen waren nicht glaubhaft und wir mussten es eben selber herausfinden. Alles war in großer Betriebsamkeit und wir hatten unseren Panzer wieder voll einsatzbereit. Der Chef der Instandsetzungstruppe gab uns Kommandanten noch den Hinweis, also eher die Ermahnung mit auf den Weg, dass wir nicht mit Volldampf durch alle Gräben fahren sollten. Das Kettenrad vorne hat damit so seine Probleme. Ich gab das an meinen Fahrer weiter, aber er wusste um den Umstand. Wenn ich so nachdachte, konnte er wirklich diesen Stahlkoloss butterweich durchs Gelände bewegen. Ein guter Mann. Alles gute Männer. Wir stauten unser Zeug und hatten noch 30 Minuten Zeit bis zum Anrollen. Rudolf kam angeflitzt und brachte 2 Tarnjacken mit. Da fallen wir nicht so auf, wenn wir mal wieder in die Büsche müssen, sagte er grinsend. Recht hat er. Wir legten die Jacken in den Turm und ich sagte dem Ladeschützen, er soll zusehen, dass alle Effekten dort verschwinden. Dann wunderte ich mich, warum überhaupt Effekten auf der Jacke waren. Ich wollte von Rudolf wissen, woher er die Dinger hatte. Eingetauscht gegen eine Flasche Cognac, meinte er nur. Wo das Zeug wohl wieder herkam. Organisiert, meinte er nur. Na, hoffentlich gibt das keinen Ärger. Ein Melder kam noch zu uns auf den Panzer und brachte Informationen, wie die Vormarschroute eingeteilt war. 3 Stoßkeile und dann diese Anhöhe herauf. Der Großteil des Weges war gut bewachsen und wenig einsehbar. Das bisschen Restlicht würde uns nicht verraten. Trotzdem hatten wir wieder allerhand Buschwerk auf den Wagen gebunden, um uns nicht erwischen zu lassen. Wir waren jeweils 3 Panther und 1 Tiger, dazu noch 2 SPW und 2 LKWs mit Pack dahinter. Die sollten sich dann dort vorne eingraben, wenn wir wieder abgezogen sind und somit die Brüder beschäftigen. Eigentlich sollte der Tiger Spitze fahren, aber irgendwie wurde dann doch wieder umgestellt. Also ein SPW vorneweg, dann ein Panther, dann der Tiger und dann wir. Ich habe den besser vor mir als hinter mir. Rudolf hat sicherlich meine Gedanken erraten und meinte dann noch, dass der Tiger in der Regel die Flieger anziehen würde wie Motten das Licht. Ich gab ihm recht, wenn die ihn sehen würden, dann würde das sicherlich so sein. Aber auch die Jungs hatten ihren Kampfwagen ordentlich mit Laubwerk geschmückt. Viel Tiger war da nicht mehr zu sehen. Wir rollten an und ich stand im Turm. So gab ich dem Fahrer etwas Hilfe. Die Wege waren sehr schmal und die Gräben links und rechts. Naja. Trotz allem kamen wir gut voran und nach einer Stunde wurde ein kurzer Halt gemacht. Die Panzer wurden überprüft und die Männer konnten sich die Beine vertreten. Ein paar abgekämpfte Grenadiere und ein Flakzug kamen uns entgegen. Die ließen wir dann erstmal vorbei. 2 Sanitätsfahrzeuge kamen dann auch noch und verschwanden schnell in der Dämmerung. Wir wollten gerade wieder aufsitzen, da kam ein Kübel angeschossen. Ein Leutnant sprang heraus und humpelte in unsere Richtung. Wir Kommandanten standen zusammen und er kam ohne große Formalitäten gleich zur Sache. Wir können nur noch 3 Kilometer weiter auf der Straße bleiben. Die Brücke über den kleinen Fluss wurde vor ein paar Stunden von der Artillerie getroffen und schwer beschädigt. Wird kein Panzer mehr drüber rollen, also muss es durch den Fluss gehen. Eine seichte Stelle sollten wir finden. Wir schickten ein SPW vor, um die Lage zu erkunden. Dann ging es weiter. Wir sollten nach unserem Zeitplan bis Mitternacht im Angriffsraum sein und uns dann erstmal ruhig verhalten. Aber über den Fluss sollten wir erstmal rüber. Es war schon 21 Uhr, als wir vor der Brücke ankamen. Ein paar Pioniere hielten uns an und ein Oberfeld erklärte uns die Lage. Die Brücke trägt nur noch Fahrzeuge, aber keine Panzer mehr. Der SPW war noch nicht zurück, also schauten wir auf unsere Karte. Der Untersturmführer vom Tiger zeigte auf die Stelle, wo der Fluss eine leichte Biegung hatte und auch breiter wurde. Da könnte es gehen. Wir hatten keine Zeit zu verlieren, also rauf auf das Feld und Richtung Osten.
Die Ketten gruben sich in den trockenen Acker und wir kamen gut voran. Unsere Räderteile nutzten die Brücke und wir hofften auf den SPW, der uns vielleicht eine gute Stelle gesucht hatte. Es ging etwas abschüssig auf den Fluss zu und da konnten wir auch die Umrisse des Schützenpanzerwagens erkennen. Er stand im Fluss und hatte sich wohl festgefahren. Knapp 1 Meter tief schien es da zu sein. Wir rollten bis zum Bachbett runter und ich erklärte mich bereit, den SPW anzuschieben. Der Tiger fuhr als erster in den Fluss, die beiden Panther schlossen sich an. Wir als letztes Fahrzeug hinter dem SPW. Wir versuchten hinter ihn zu kommen. Schön sanft, gab ich meinem Fahrer durch. Die Jungs brauchen wir noch. Langsam dirigierte ich unseren Panzer hinter den Schützenpanzerwagen. Die Grenadiere hatten schon ein paar Hölzer am Heck angebunden, welche als Polster dienen sollten. Mit einem kleinen Ruck waren wir am Heck des Kettenfahrzeuges dran und ich befahl, vorsichtig anzuschieben. Der Motor heulte auf, aber trotzdem bewegten wir uns langsam vorwärts. Es war noch immer nicht richtig dunkel und wir sollten aus dem Fluss hier heraus sein, bevor ein Flieger uns hier findet. Der SPW war frei und konnte mit eigener Kraft weiterfahren. Wir rollten hinterher und suchten uns eine gute Spur, um auch die Uferböschung zu überwinden. Wir waren alle drüben, brauchten jetzt nur noch unsere restliche Kampfgruppe zu finden. Das Gelände stieg leicht an und mittlerweile war es dunkel geworden. Wir hatten laut Karte noch einige Kilometer vor uns und hofften, dass unsere Räderteile auch schon vor Ort waren. Wir bildeten nun das Schlusslicht. Also letztes Fahrzeug, und meinem Fahrer fiel es schon sehr schwer, den Anschluss nicht zu verlieren. Dann stoppte die Kolonne und wir zogen nach rechts an den Straßenrand. Wir stiegen aus und trafen uns, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Alle Motoren wurden ausgeschaltet und der Lärm erstarb. Wir lauschten die Nacht hinein. Gewehrfeuer drang zu uns herüber und wir konnten in der Entfernung Blitze von der Artillerie oder von Bombenabwürfen ausmachen. Im abgeblendeten Schimmer der Taschenlampe wurde die Karte nochmal zu Rate gezogen. Wir sind fast da. Westlich von uns muss die Anhöhe sein, sagte Leutnant Hansen. Wir sollten einen Trupp losschicken, um zu schauen, ob unsere Männer doch irgendwo in Stellung lagen. 4 Mann wurden bestimmt, die Lage zu sondieren. Rudolf ging mit, nachdem er sich eine Maschinenpistole aus dem Kampfwagen geholt hatte. Keine Heldentaten, Rudolf, gab ich ihm mit auf den Weg. Er nickte nur kurz und ich war erschrocken, wie ernst er mich ansah. Ich denke, die letzten Tage waren nicht so leicht zu verarbeiten. Wir warteten und zum wiederholten Male wurden die Waffen und die Munition überprüft. Es war schon fast Mitternacht, dann kam unser kleiner Haufen zurück. Rudolf machte Meldung. 800 Meter weiter, hinter einer kleinen Senke, waren unsere Packs schon in Stellung gegangen. Wir haben gleich Fühlung mit unseren Leuten aufgenommen. Die Fahrzeuge waren weiter hinten abgetarnt worden, von hier aus nicht zu erreichen, da wir sonst einen Graben durchfahren müssen. Unser Angriffsziel liegt direkt in nordöstlicher Richtung. Wiesen mit leichtem Bewuchs, vereinzelt Bäume, wenig Deckung, aber knapp 2000 Meter bis zu den Feindtruppen. Um die Position nicht zu verraten, hatten unsere Grenadiere noch keinen Spähtrupp losgeschickt. Angriff um 5:30 Uhr, uns als Stoßkeil, das wurde vom Zugführer dort vorne bestätigt. Ich bedankte mich bei Rudolf und den Männern und wir Kommandanten sprachen das weitere Vorgehen durch. Der Angriff sollte mit dem Tiger als Spitze und wir im Keil dahinter voll durchschlagen. Kein Schießhalt, nur ordentlich die feindliche Linie unter Feuer nehmen. Wenn ein Durchbruch gelingt, dann noch ein paar Kilometer weiter Unruhe stiften, dann wieder zurück und nicht am Feind kleben bleiben. Zurück an diese gut gedeckte Position und abwarten, was die Pack dann auf dem Hügel anstellt. Wir greifen auch nur dann ein, wenn es zu starken Angriffswellen kommt. Dann wird sicherlich der Druck von anderen Abschnitten verlagert und unser Hauptangriff kann weiter vorstoßen und sicherlich in die Versorgungslinien der Alliierten schneiden. So sollte es funktionieren. Wir versuchten noch ein wenig zu schlafen, was aber aufgrund der Anspannung kaum möglich war. Ich bin dann doch eingenickt und Rudolf weckte mich mit einem Becher Kaffee, nicht ganz so heiß, aber in Ordnung. In 30 Minuten greifen wir an, sagte er noch, und ich prüfte meine Uhr. Also runter mit dem Zeug, nochmal schnell im Gebüsch die Notdurft verrichten und ab auf den Turm. Unser Ladeschütze hatte einen Laib Brot und etwas Salami besorgt. Wir trennten uns etwas ab, belegten die Scheiben mit etwas Wurst und schlugen uns den Magen voll. Unsere Henkersmahlzeit? Man wird sehen.
Die Motoren brüllten auf und wir ließen die Panzer warm laufen. Alles war bereit. Funkverbindung stand. Und wenn jetzt noch die Artillerie ein paar Salven auf die Brüder da drüben schmeißt, würde das schon helfen. Wir rollten an. Die Männer waren angespannt. Ich gab dem Fahrer noch die Anweisung, nur im Notfall anzuhalten. Wir sollten durchbrechen und dann dort drüben erst richtig zulangen. Schon sausten die Geschosse in den Feind. 10 Minuten hielt das Artilleriefeuer an, dann war es wieder vorbei. Kann man auch verstehen, da die Kameraden der Ari nicht lange an einem Ort bleiben konnten. Die Aufklärer gaben jede Abschusssichtung durch und man konnte seinen Sold darauf verwetten, dass dann schnell ein paar Jagdbomber zu Besuch kamen. Wir ließen die leichte Anhöhe hinter uns, der Morgen dämmerte schon und man sah die Umrisse der Baumreihe im Norden vor uns. Wir pflügten durch den Acker und es war noch kein Schuss gefallen. 500 Meter hatten wir schon hinter uns, da blitzte es auf. 4 oder 5 Mündungsfeuer konnte ich ausmachen. Also doch Packstellung hier. Der Tiger wurde getroffen, aber das Geschoss hatte keine Wirkung. Eine Granate schlug neben uns in den Boden und wir wurden ordentlich durchgeschüttelt. Links anziehen, befahl ich, damit der Richtschütze der Pack Nachricht musste. Dann haben wir eine bessere Chance. Der ganz rechts fahrende Panzer wurde getroffen, aber auch hier prallte das Geschoss an der Bugplatte ab. Dann knallte es und wir wurden hin und her geworfen. Volltreffer, schrie der Fahrer. Meldung, schrie ich zurück. Motor steht, kein Durchschlag. Funkverbindung in Ordnung. Turm kann noch gedreht werden. Motor starten, befahl ich. Rudolf, kannst du was anvisieren? Rief ich nach unten. Ja, ich habe was, brüllte er in den Bordfunk. Sprenggranate war geladen. Los, Rudolf, solange wir hier stehen, feuern wir. Ich hatte noch nicht ganz den Satz beendet, da ruckte der Panzer unter dem Abschuss der 7,5 cm Kampfwagenkanone zurück. Durch das Panzerglas sah ich die Granate in die Baumreihe donnern. Schon lag das nächste Geschoss im Rohr. Kurz nachgerichtet und mit einem lauten Knall sauste auch das todbringende Geschoss zum Gegner. Ein Explosionsblitz und was auch immer da war, es war erledigt. Unsere Panzer rollten weiter vor und wir standen wie die Trottel auf der Wiese. Der Motor kam wieder zu sich und startete durch. Der Fahrer versuchte anzufahren. Kette blockiert, kam die Meldung. Verdammte Schweinerei. Funker und Fahrer raus und nachsehen. Schön unten bleiben, Männer. Rudolf, weiter auf erkannte Ziele feuern. Über Funk gab ich durch, was passiert war. Nun waren wir die Rückendeckung für unsere Männer vorne. Schräg voraus sah ich, wie einer der Panther qualmend zum Stehen kam. Die Besatzung stieg aus und kurz darauf brannte der Panzer. Nur noch 2 auf dem Vormarsch. Muss eben reichen. Die Besatzung rannte im Zickzack zurück. Es gab aber kein MG-Feuer. Die waren dort vorne wohl zu beschäftigt mit unserem Stoßkeil. Ziel erkannt. Pack voraus. 1200 Meter. Los, Rudolf, gib unseren Männern Deckung. Schuss um Schuss jagten wir in die Hecke. Nicht alle Bereiche konnten wir erreichen, aber sicherlich konnten wir 2 oder 3 der Pack ausschalten. Es wurde immer heller und wenn wir hier nicht bald wegkommen, besuchen uns die Aasgeier aus der Luft. Der Fahrer kletterte auf den Turm herauf und rief mir in die offene Luke zu, dass die Kette verklemmt sei. Ein großer Stein war wohl hochgeschleudert worden und steckte am vorderen Kettenrad. Wenn wir mit Gewalt weiterrollen, wird die Kette reißen. Der Treffer auf der Bugplatte hatte wohl auch ordentlich gesessen, aber die Panzerplatte war zu stark. Schweinerei. Also Brechstange raus und beten.